Bali. Kaum eine Insel fasziniert und kaum eine Insel polarisiert so sehr wie die Insel der Götter. Für die einen das absolute Urlaubsparadies, spiritueller Erfüllungsort oder Homebase als digitaler Nomade. Für andere der absolute Horror und das Paradebeispiel dafür, wenn Massentourismus außer Kontrolle gerät. Wir waren 2023 im Süden der Insel unterwegs und viele der negativen Vorurteile wurden bestätigt. Verstopfte Straßen, grauer Beton statt grüne Reisfelder, Baustellen, Müllprobleme und überfüllte Strände. Aber Bali ist groß und mehr als Canggu, Kuta, Ubud und Uluwatu. Aber was ist vom echten Bali heutzutage noch übrig? Und wo ist es zu finden? Herzlich willkommen in Siddeman. Das soll einer dieser Orte sein hier auf Bali, die noch ruhiger sind, die noch echter sind. Und ich sag mal so, auch wenn es nur 30 Kilometer von Ubud entfernt liegt, fühlt es sich doch an wie eine andere Welt. Ihr hört es im Hintergrund, die Natur. Ihr seht es im Hintergrund, die grünen Reisfelder, soweit das Auge reicht. Und eigentlich hätte man hier auch eine sehr coole Aussicht auf den Gunung Agung, den über 3000 Meter hohen Vulkan hier auf Bali. Der verbirgt sich leider hinter den Wolken. Vielleicht haben wir in den nächsten Tagen noch ein bisschen mehr Glück. Aber die Sonne scheint. Ich würde sagen, wir schwingen uns auf den Roller und erkunden die Umgebung. Vertrauenserweckende Brücke, aber schöne Landschaft drumherum. Wir kommen auch unserem Ziel überhaupt nicht näher. Wir wollen eigentlich zu einem Wasserfall, aber irgendwie muss man ständig links abbiegen, rechts abbiegen und sich hier solche Anblicke bieten. Es ist unfassbar grün, das stimmt. Jagasatu Waterfall. Da wollen wir jetzt hier einen treuen Begleiter gefunden und Eintritt ist auf Spendenbasis. Sieht echt schön aus. Ja, es sieht richtig cool aus. Und weißt du, woran es mich erinnert? An diesen einen Wasserfall, den wir auf Lombok gesehen haben. Penangstoke? Ja, ich glaube, weil der kam auch so aus dem Grünen raus. Und das ist hier oben auch so. Und ich finde, das sieht richtig cool aus. Ein bisschen nass geworden, aber es ist eine schöne Abkühlung. Und ein paar Jungs haben sich hier Drachen gebastelt. Da haben wir schon ganz viele hier am Himmel gesehen. Mal gucken, ob wir ihn jetzt hier steigen lassen können vor der Statue. Das ist eine so schöne Anlage hier. Ja, vor allem sind hier so richtig viele Leute und Kinder am Spielen und man hat hier auch Blick auf die Küste, die ist auch gar nicht weit weg und sieht voll schön aus. Und das ist natürlich genau das, was man sich so erhofft, wenn man hier nach Siddeman kommt, dass man halt zu einem Wasserfall geht und da sind halt nicht viele Leute. Uns haben ganz viele von euch auch den Gambling-Wasserfall empfohlen. Aber wir haben gestern mit ein paar gesprochen, die da waren und die meinten so, da sind dann auch schon relativ viele Leute, man muss dafür Fotos anstehen und so. Das ist ja genau der Grund, weshalb wir hier sind, um diesem so ein bisschen zu entfliehen. Von daher unsere Empfehlung hier, der Wasserfall, die ganze Anlage, wirklich traumhaft schön, sehr idyllisch, tolle Aussicht. Und jetzt wird es mal Zeit, was zu essen. I would like to have the garden roast. Then I would take one coconut and one hot cappuccino oat milk. Makasi. Nasi Goreng Kampung und du hast? Ich habe Garden Roast, das sind so verschiedene Grillsachen, würde ich mal sagen. Es sieht ultra lecker aus und das ist hier auch ein rein veganes Restaurant, das heißt Anandini. Und hier kann man auch Kochkurse machen, die bauen nämlich hier auch ganz viel selbst an. Also der ganze Garten ist voller Sachen, sieht richtig cool aus. Ist ein bisschen teurer, aber geht eigentlich immer noch klar und ich würde sagen, wir lassen uns mal schmecken. Ich weiß nicht genau, was das sein soll, aber es sieht aus wie Tempeh, oder? Und Zwiebeln. Ja. Die haben wie so einen Grillspieß an die Zeit gemacht, ne? So süß. Wir sind jetzt in Siddeman, also dem Ort selbst, und als Siddeman bezeichnet man den Ort, wo 4000 Leute wohnen, aber eigentlich mehr die ganze Umgebung hier drumherum. Und ihr hört es im Hintergrund vielleicht auch ein bisschen neben dem Verkehr, so ein paar Kreissägen und so. Hier sind relativ viele Baustellen, muss ich sagen. Also man merkt hier in Siddeman ist ein bisschen Bewegung drin und es gibt hier eine Sache, für die die ganze Region sehr bekannt ist, und zwar ist das Silver Glasses, also wo man so Schmuck selbst herstellen kann, wird hier an jeder Ecke angeboten und es gibt auch ein sehr, sehr großes Angebot an Restaurants, also fast schon Überangebot. Wir sind an so vielen Warungs vorbeigefahren, die alle ziemlich fancy aussehen, aber auch ziemlich leer waren. Und es zieht sich hier hinten ganz schön zu, deswegen würde ich sagen, fahren wir zurück in unsere Unterkunft. Und apropos Unterkunft, die zeigen wir euch jetzt.
Salamat Pagi. Das war eine schöne Aussicht zum Frühstück. Ja, auf jeden Fall. Wir haben hier direkt Blick in die Reisfelder. Wofür andere Leute bezahlen, das haben wir hier kostenlos vor der Tür. Wir sind im Savi Nadi Homestay. Das liegt ein bisschen außerhalb vom Ort und ist auch noch ziemlich neu und ganz klein. Das sind hier nur 2 Zimmer direkt nebeneinander. Und wir zahlen hier 33 € die Nacht inklusive Frühstück. Man braucht allerdings einen Roller, weil es eben ein Stück weg liegt. Den kann man aber hier auch direkt ausleihen. Aber hier ist aktuell Baustelle. Ich weiß nicht, ob hier noch ein weiteres Zimmer gebaut wird. Das heißt, es wird morgens auch gerne mal ein bisschen lauter. Übrigens haben wir uns vor unserer Reise nach Indonesien wieder eine eSIM geholt bei Saily. Dort gibt es nämlich eSIMs für über 200 Reiseziele weltweit. Die Handhabung ist super leicht. Ihr könnt einfach das Reiseziel auswählen, dann ein Datenpaket, die eSIM installieren und die aktiviert sich dann automatisch, sobald ihr im Reiseziel ankommt. Und das hat den Vorteil, dass ihr euch nicht noch vor Ort um eine SIM-Karte kümmern müsst. Ihr könnt dann einfach mit der eSIM einen Gojek oder einen Grab rufen und eure Unterkunft fahren, könnt ganz entspannt ankommen. Oder auch die Kommunikation hier mit den Gastgebern über WhatsApp oder auch zur Navigation mit Google Maps hier auf dem Roller beispielsweise ist eine eSIM einfach sehr praktisch. Egal wann ihr euren Urlaub plant, sichert euch jetzt $3 Guthaben für eure erste Reise mit Saily. Downloadet jetzt die App und nutzt unseren Gutschein Better Beyond 3 im Guthaben-Tab. Und wir schwingen uns jetzt wieder auf den Roller und tauchen heute etwas tiefer in die balinesisch-hinduistische Kultur ein. Wir sind jetzt 40 Minuten hier zum Goa Lava Tempel gefahren, denn Bali ist eine hinduistische Insel, anders als der Rest von Indonesien, weil über 80% der Indonesier sind Muslime, aber über 80% der Balinesen sind Hindus. Und ganz wichtig bei solchen Tempeln, immer einen Sarong drüber ziehen. Wenn ihr keinen habt, dann könnt ihr euch den meistens kostenpflichtig auch am Eingang noch leihen. Helen hatte extra eine lange Hose angezogen, musste aber trotzdem einen Sarong drüber ziehen. Der Eintritt hat, glaube ich, so 2 € gekostet und wir schauen uns jetzt hier mal ein bisschen um. Der Tempel ist hier auch für seine vielen Fledermäuse bekannt. Was wir aber viel spannender finden, ist hier die ganze Anlage zu sehen und Menschen beim Beten auch beobachten zu dürfen. Wir haben da gerade einige Rituale mitbekommen. Das ist schon super schön und die Stimmung ist auch so sehr ruhig, sehr spirituell. Also das gefällt uns richtig gut. Wir waren auch jetzt die einzigen Touristen hier mit ein paar Balinesen. Die haben sich danach auch mit uns unterhalten und es ist einfach sehr spannend zu sehen. Und die Frage, die sich stellt, ist ja, warum ist Bali als einzige Insel in Indonesien hinduistisch geblieben? Und die Antwort darauf lautet, dass es ab dem 1. und vor allem zwischen dem 7. und 14. Jahrhundert ja einen sehr großen hinduistischen Einfluss durch Indien gegeben hat. Und auch auf Java und auch auf Bali, beispielsweise kennt man ja vielleicht den Prambanan-Tempel auf Java, ist beispielsweise ein Zeuge dafür. Aber ab dem 15. Jahrhundert hat sich dann der Islam hier durchgesetzt, durch den Einfluss arabischer Händler. Aber auf Bali ist es hinduistisch geblieben und es wurde auch so ein bisschen zum Zufluchtsort für Hindus aus anderen Teilen in Indonesien. Und die Religion hier ist ganz besonders, weil die hat sich auch mit dem Ahnenkult, mit der Naturreligion der indigenen Bevölkerung hier vermischt. Und diese Art von Hinduismus, wie man ihn heute auf Bali findet, ist einzigartig auf der Welt. Super spannend. Und ich glaube auch ein Grund dafür, warum die Insel so beliebt ist, weil es eine ganz besondere Faszination hat. Wenn man das jetzt gerade hier gesehen hat, es war so schön, sage ich mal, jetzt in unseren Augen und hat auch eine tiefer gehende Bedeutung. Ich glaube, dass der Ausgleich zwischen Gut und Böse spielt eine relativ wichtige Rolle in dieser Religion. Also und es ist halt auch super präsent im Alltag. Es ist jetzt nicht nur diese Tempelanlagen, sondern fast jedes Haus auf Bali hat auch einen kleinen Tempel. Dann gibt es diese Opfergaben, die vor allem frühmorgens ausgelegt werden. Die Kleidung von den Leuten, die man immer sieht, diese Stirnbänder oder die Sarongs, die die Frauen tragen oder auch die Männer. Also es ist wirklich ganz toll zu sehen. Und wir haben noch einen weiteren Stopp, der liegt hier nicht weit entfernt. Nach Tempeln und Reisfeldern dürfen natürlich auch Strände auf Bali nicht fehlen. Yes, wir sind jetzt noch mal ungefähr 40 Minuten weiter gefahren vom Tempel hierher zum Virgin Beach. Der kostet auch nur 1 € Eintritt, also sehr fair. Und wir gucken jetzt gerade einmal von oben drauf. Sieht richtig cool aus. Ja, man fährt nämlich über so einen Hügel zum Strand und hat natürlich auch so eine tolle Panorama-Aussicht auf den Strand. Und das Wetter hier an der Küste ist auch echt gut. Tolle Aussicht. Aber ich würde sagen, wir fahren mal runter. Ich habe Lust auf Kokosnuss. Ich auch. We have one coconut. Coconut. Ja? Ich dachte, der Strand wäre noch etwas unbekannter. Also es ist jetzt nicht super viel los, aber es gibt da doch relativ viele Strandliegen und ein paar Restaurants und es stehen hier sehr viele Boote. Aber der Sand ist schön, das Wasser ist schön und wir suchen uns jetzt mal ein gemütliches Plätzchen, wo wir unsere Kokosnuss schlürfen können. Eben gerade noch ein Sarong im Tempel, jetzt das perfekte Strandtuch. Das ist auch irgendwie schon 3 Jahre alt, das könnte man eigentlich mal ersetzen. Das sieht man auch.
wir einen neuen Freund gefunden. Er hat sich halb auf unsere Kokosnuss gesetzt. Ihr dürft jetzt keinen menschenleeren Strand erwarten, aber es ist trotzdem sehr schön. Und das ist ja das Coole, dass man aus Siedemann auch aus den grünen Bergen dann hier in einer Stunde am Strand ist. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Und wir fahren jetzt zurück, weil ihr seht es im Hintergrund, auch wenn es ausgebrannt ist, es zieht sich ein bisschen zu. Es spürt auch ein bisschen Wind. Kann sein, dass wir vielleicht auf dem Rückweg nass werden. Aber wir wollen aber noch ein paar Aspekte aufgreifen, die wir am Intro schon angeteasert haben, die wir noch über Bali loswerden wollen. Das machen wir aber gleich mit unserer Unterkunft. Wir sind gestern Abend noch pitchnass geworden auf dem Rückweg, haben dafür beim Abendessen den Gunung Agung sehen können. Der hat sich mal gezeigt, sonst ist er hier die ganze Zeit in Wolken verhüllt. Leider, wir könnten ihn eigentlich von unserer Terrasse hier aus perfekt sehen. Und von Siedemann insgesamt sind wir sehr positiv überrascht. Also wir hatten ja auch eingangs erwähnt, dass wir ein paar negative Vorurteile über Bali haben und hatten, die auch vor 2 Jahren im Süden sehr stark bestätigt worden sind. Und wir sind ja, positiv überrascht davon, wie wenig dieser Touristenmassen, die es ohne Zweifel auf Bali gibt, hier in Siedemann angekommen sind. Also es hat einen sehr ruhigen, sehr entspannten, sehr schönen Charakter, aber die touristische Infrastruktur ist trotzdem sehr gut. Also es gibt so viele Unterkünfte, so viele Restaurants, die nennen sich zwar alle Warungs, aber es sind dann doch schon eher auf Touristen angepasste Restaurants. Deswegen würden wir nicht sagen, dass es ein untouristischer Ort ist. Wenn ihr einen untouristischen Ort haben wollt, dann fliegt nach Flores, leiht euch einen Roller und fahrt dann 3 Wochen durch die Gegend, wie wir das letztens gemacht haben. Da werdet ihr dann echte Warungs finden, wo ihr froh sein könnt, wenn jemand überhaupt Englisch spricht und es Nasi und Mie Goreng gibt. Und hier gibt es auch super viele vegane Restaurants, vegetarische Restaurants und so. Und aus touristischer Perspektive ist es natürlich super angenehm. Ne? Man hat ein ganz tolles Angebot an Unterkünften und Restaurants und vergleichsweise wenig Touristen. Von daher ist es eigentlich ein sehr schöner Stopp und uns hat es sehr gut gefallen. Und was grundsätzlich so ein bisschen unser Anliegen ist, ist zu zeigen, hey, Indonesien ist mehr als nur Bali. Also der Tourismus innerhalb von Indonesien konzentriert sich halt sehr stark auf Bali und dann auf Bali wiederum auf einzelne Orte, vor allem im Süden. Um da vielleicht mal ein paar Zahlen zu nennen. Auf Bali leben 4,3 Millionen Menschen und im Jahr 2024 gab es 6,3 Millionen ausländische Touristen und 10 Millionen inländische Touristen. Und das Ziel der Regierung ist, das nach wie vor zu steigern. Es wird jetzt zum Beispiel auch noch ein weiterer Flughafen im Norden gebaut, der dann halt eben nochmal dafür sorgt, dass noch mehr Leute hier ankommen können. Und ich verstehe das schon. Bali hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, ist auch eine sehr einzigartige Insel, allein wegen der Religion hier in Indonesien. Aber uns ist es immer wichtig zu sagen, es gibt darüber hinaus auch noch so viel mehr zu sehen. Indonesien besteht aus 17.000 Inseln und es würde sich einfach lohnen, sich auch noch mehr vom Land anzugucken, um dann auch einen besseren Gesamteindruck zu bekommen. Und was mich immer stört, ist, wenn man Bali mit Indonesien gleichsetzt oder wenn man von Bali als Land spricht. Das Bali-Visum. Nein, das gibt's nicht. Das ist halt das Indonesien-Visum. Also wenn man da nicht differenziert, das stößt mir ja dann immer ein bisschen unangenehm auf. Ja, und die Touristenströme in Indonesien sind eigentlich auch relativ leicht zu erklären. Dadurch, dass es hier halt einen internationalen Flughafen auf Bali gibt, klar, es gibt auch einen in Jakarta, aber der touristisch relevantere liegt eigentlich hier auf Bali. In Australien ist nicht weit entfernt. Es gibt viele Verbindungen aus Europa, aus China und es ist einfach ein beliebtes Reiseziel. Und klar, der Süden ist der Hotspot, dann verteilt es sich so ein bisschen auf der Insel, ruhigere Orte wie hier. Und dann gibt es ja auch diese typischen Sachen, die man noch in der Region machen kann. Also diese 3-Tages-Java-Tour mit Bromo, Ijen und Tumpak Sewu Wasserfall wird ja hier auch überall angeboten. Da würden wir sagen, macht das auf eigene Faust, nehmt euch 5 Tage Zeit, fahrt da mit dem Zug lang und so haben wir auch ein Video dazu hier oben. Das war nämlich eine sehr coole Erfahrung. Oder auch die Gilis, ne, werden hier von Bali auch sehr stark frequentiert oder Nusa Penida, Nusa Lembongan und so. Das liegt halt alles so im unmittelbaren Einzugsbereich und wenn man halt was wirklich Untouristisches sehen will, muss man halt diese Orte einfach so ein bisschen verlassen. Aber dann heißt es nicht, dass man nach Kuta Lombok geht, so, da ist auch viel los, oder nach Labuan Bajo auf Flores beispielsweise, weil da gibt es halt auch die Flugverbindung, sondern man muss halt dann noch ein bisschen weiter rausgehen. Oder was jetzt auch, glaube ich, im Kommen ist, ist Bangai auf Sulawesi. Wir machen auch noch eine Insel auf Sulawesi, aber eine andere, das wird auch sehr cool. Oder auch Raja Ampat, habe ich das Gefühl, wird auf Insta gerade auf jeden Fall auch sehr krass beworben. Aber es gibt so viele Inseln auf Indonesien. Wir haben davon schon echt viele gesehen, also schaut mal in der Indonesien-Playlist hier oben vorbei, auch wirklich ein paar untouristische Sachen auf den Molukken und so. Also Indonesien ist ja eines unserer absoluten Lieblingsländer und Bali als Teil davon ist wirklich wunderschön. Also wir hatten hier wirklich eine tolle Zeit und falls euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns noch über einen Daumen nach oben und sollten euch mehr Videos interessieren rund ums Thema Reisen hier aus Indonesien oder auch bald aus Afrika. Wir machen nämlich, erfüllen uns den Traum, machen eine Safari in Afrika. Wenn ihr da dabei sein wollt, dann abonniert diesen Kanal und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Wir sind jetzt hier beim Lava. Nee. Boah, Lava. Ja, ich weiß. Und was sag ich? Kannst du wieder so gehen wie eben? Ist das goldene Ding Ja, genau. drauf und das Ding da oben auch? Ja, deswegen sollst du so ja. gehen. Aber viel spannender finden. Der Tempel ist hier auch für die vielen. Was ist denn? LKW.